Der rote Luftballon. Sarah geht an einem Sonntagnachmittag durch den Park, denn sie möchte frische Luft atmen. Sie trägt eine alte Tasche mit einigen Sachen vom Flohmarkt, alte Bücher, eine Lampe, die sie gemeinsam mit ihrer Freundin gekauft hat. Plötzlich bleibt sie stehen, denn sie sieht etwas Rotes auf dem Boden liegen. Es ist ein Luftballon, aber er ist nicht kaputt. An dem Ballon hängt ein kleiner Zettel. Sie zögert, ob sie den Ballon aufheben soll. Schließlich bückt sie sich. Auf dem Zettel steht in krakeliger Kinderschrift: »Bitte hilf mir. Ich heiße Felix. Ich bin verloren. Meine Oma ist krank und ich wollte ihr eine Freude machen, aber der Wind hat meinen Ballon weggetragen. Nach unten statt nach oben. Ruf mich bitte an.« Darunter steht eine Telefonnummer. Sarah ist verwirrt. Wer schreibt seine Nummer auf einen Luftballon? Das ergibt keinen Sinn, findet sie. Trotzdem nimmt sie ihr Handy aus der Tasche. Als sie die Nummer wählt, hofft sie, dass keiner abhebt. Aber dann hört sie eine leise, zitternde Stimme. »Hallo?« »Hallo«, antwortet Sarah. »Ich heiße Sarah. Ich habe deinen Luftballon gefunden, mit dem Zettel. Bist du Felix?« Einen Moment lang ist es still. Dann ruft die Stimme laut: »Ja, endlich! Ich warte schon seit 2 Stunden. Wo bist du?« Sarah beschreibt den Ort. Sie sagt: »Ich stehe neben der großen Eiche, wo die Bank steht.« Nicht einmal 5 Minuten später kommt ein Junge mit einem roten Hut angerannt. Er ist außer Atem. Seine Augen sind rot, als ob er geweint hat. »Das ist mein Luftballon«, ruft Felix und nimmt ihn vorsichtig. »Danke, danke, danke!« Sarah setzt sich mit Felix auf die Bank. Sie fragt: »Warum hast du deine Telefonnummer auf einen Luftballon geschrieben? Das ist doch gefährlich. Jeder könnte dich anrufen.« Felix seufzt. Dann erklärt er: »Meine Oma liegt im Krankenhaus. Sie ist sehr krank, obwohl sie erst 68 ist. Sie darf nicht nach draußen, weil sie zu schwach ist. Ich wollte ihr zeigen, dass ich an sie denke. Normalerweise schreibt man eine Nachricht und lässt den Ballon steigen, aber mein Ballon ist nicht nach oben geflogen, sondern nach unten, direkt in den Park.« »Und dann hast du die Nummer draufgeschrieben?« »Ja, weil ich gehofft habe, dass jemand ehrlich ist und mich anruft. Meine Eltern sagen immer: »Felix, du bist zu vertrauensselig.« Aber sie hatten diesmal Unrecht. Du hast mich angerufen.« Sarah muss lächeln. Deine Oma hat Glück, dass sie einen so mutigen Enkel hat. Plötzlich hat Sarah eine Idee. »Wir machen einen neuen Ballon«, schlägt sie vor. »Aber ich habe kein Geld«, antwortet Felix traurig. »Das ist kein Problem. Ich lade dich ein«, sagt Sarah. Sie gehen zu einem kleinen Laden um die Ecke. Sarah kauft einen neuen roten Luftballon und einen dicken Filzstift. Felix überlegt lange, was er schreiben soll. Schließlich schreibt er: »Liebe Oma, ich liebe dich. Komm bitte schnell wieder nach Hause. Dein Felix. PS: Dieser Ballon hat mir eine neue Freundin beschert. Sie heißt Sarah.« Sarah fotografiert den Ballon mit ihrem Handy. Sie macht ein Foto von Felix, wie er den Zettel festbindet. »Das wird eine tolle Erinnerung«, sagt sie. »Kannst du mir das Foto per E-Mail schicken?« fragt Felix. »Natürlich. Sag mir deine E-Mail-Adresse.« Felix buchstabiert: Felix, Oma@gmail.com. Sarah tippt die Adresse in ihr Handy. Sie schreibt eine kurze Nachricht dazu. Felix mit dem neuen Ballon. Hoffentlich fliegt dieser besser. Sie gehen auf einen Hügel außerhalb der Stadt. Dort weht der Wind gleichmäßig. »Bist du bereit?« fragt Sarah. Felix nickt. Er lässt den Ballon steigen. Diesmal passiert etwas Wunderbares. Der Ballon fliegt nach oben, höher und höher, bis er nur noch ein kleiner roter Punkt am Himmel ist. »Siehst du ihn, Oma?«
flüstert Felix. Er hat Tränen in den Augen. Eine Viertelstunde später klingelt Felix' Handy. Es ist das Krankenhaus. »Felix?« sagt eine freundliche Stimme. »Deine Oma lacht. Sie sagt, ich sehe einen roten Punkt am Himmel. Das ist mein Felix.« Felix drückt Sarah fest. »Danke«, sagt er. »Das werde ich dir nie vergessen.« Am Abend sitzt Sarah allein in ihrer Wohnung. Sie denkt über den Tag nach. Sie schreibt in ihr Heft: »Heute habe ich etwas Wichtiges gelernt. Manchmal sucht man nicht nach Freunden, sie finden einen einfach, weil man ehrlich ist, weil man hilft, obwohl man den anderen nicht kennt.« Felix ist erst 9 Jahre alt, aber er ist mutiger als viele Erwachsene. Er fragt einfach, ohne Angst, eine Ablehnung zu bekommen. Ich möchte auch so sein. Sie nimmt ihr Handy und schreibt Felix eine letzte Nachricht. Danke für heute. Du hast mir gezeigt, dass ein kleiner Gegenstand, ein Luftballon, eine große Sensation sein kann. Schlaf gut. Deine Sarah. 3 Tage später findet Sarah einen Brief in ihrem Briefkasten. Keine E-Mail, ein echter Brief. Sie macht ihn auf. Drinnen liegt ein Foto. Felix mit seiner Oma vor dem Krankenhaus. Die Oma lächelt. Felix hält den roten Ballon in der Hand. Auf der Rückseite steht: Liebe Sarah, meine Oma ist wieder zu Hause. Sie sagt, du sollst nächsten Sonntag zum Kaffee kommen. Sie backt ihren berühmten Apfelkuchen. Wir sprechen dann über Länder und Sprachen. Oma kommt aus Polen. Sie kann dir Polnisch beibringen, wenn du willst. Danke für alles. Dein Felix. Sarah lacht. Sie hängt das Foto an ihre Wand, neben den Schreibtisch, wo sie jeden Tag arbeitet. Jedes Mal, wenn sie gestresst ist, schaut sie auf das Foto. Dann denkt sie an Felix. Und sie weiß, das Leben ist nicht nur Arbeit und Grammatik. Das Leben ist auch ein roter Luftballon am Himmel.